Advent, Advent, was ist dies nur für ein Dokument? Und damit herzlich willkommen zu Advent of Code Nummer 20 im Jahre 2020. Das ist quasi die 20 hoch 3 heute. Und ja, wir wollen heute mal gucken nach einem Jurassic Jigsaw. Denn das Ganze ist hier mal ein Puzzle. Wir bekommen sozusagen einzelne Teile, also hier quasi Teile unseres Gesamtpuzzles. Und wir sollen die jetzt so anordnen, dass unsere Ränder sich sozusagen alignen. Das heißt, wir bekommen im Endeffekt hier Punkt, Punkt, irgendwas. Und wenn steht ein Punkt, dann muss oben die oberste Zeile sozusagen mit einem Punkt weitergehen, wenn wir rechts was dran bauen wollen. Links können wir auch einen Punkt dran bauen und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze sieht dann am Ende so aus, also ihr seht hier, okay, wir haben hier 2 Punkte und hier haben wir auch 2 Punkte, beziehungsweise es geht, glaube ich, nur um den einen Punkt hier. Was aber noch viel wichtiger ist, es geht auch um die Borders zwischendrin, also es geht wirklich um die komplette Border. Also das Ding hier muss komplett in Alignment sein mit dem Ding hier. Das hier muss in kompletten Alignment sein mit dem hier. Das heißt, es gibt wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, um das ganze Ding aufzubauen. Und am Ende bekommen wir, wie gesagt, sowas Quadratisches hier. Und wir sollen dann die, die Eckenteile hier multiplizieren und das ist dann quasi unsere Lösung. So, das Ganze wird sich jetzt wahrscheinlich etwas schwieriger gestalten als in der Theorie, denn wir werden wahrscheinlich wieder mal... Ja, natürlich. Wir werden sehr, sehr, sehr viele Tiles bekommen, die wir hier irgendwie erstmal alle einlesen müssen. Okay, und ich mache mal hier die untere neue Zeile weg. Ist die eigentlich hier drin? Na, ist egal. So, also. Das heißt, wenn wir das ganze Ding erstmal lesen, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, lesen wir das Ganze hier wieder mal wie üblich ein. With open 20.txt als Datei f. Und was machen wir? Ich würde sagen, wir splitten mal wieder an diesem Ding hier. Beziehungsweise also halt am Doppel neue Zeile, ne? Weil wir dann natürlich hier einmal die Tiles in einer Liste haben. Das heißt, wir sagen hier Tiles ist gleich f.read.splitlines. Nein, stopp, stimmt nicht. Wir wollen erstmal strippen, damit wir die Sonderzeichen, also halt diese Newline oder sowas nicht mehr haben. Und dann sagen wir hier Split an \n/n. Dadurch sollten wir jetzt hier wirklich die einzelnen Tiles bekommen. Das heißt, was wir hier mal machen, ist Print Tiles von 0, damit wir sehen, dass das auch funktioniert hat. So, und wir sollten jetzt hier Tile 2141, das ist wahrscheinlich das oberste hier, 2141 bekommen wir und ja, natürlich mit unserer kompletten Orientierung hier unten. Das ist wunderschön. Das ist genau das, was ich wollte. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Liste an Tiles. Jetzt müssen wir natürlich noch die Header-Zeile sozusagen abfiltern, weil dieses Teil so und so, das ist natürlich hier, ja, das brauchen wir hier nicht. Ich glaube, was wir machen ist, wir splitten das auch auf in einzelne Zeilen. Das heißt, dass jedes Teil sozusagen aus einzelnen Zeilen besteht und das hier splitten wir erstmal weg. Mal schauen, wie wir das nachher dann reinbauen. Weil dann, also wir müssen ja sowieso mit den einzelnen Dingern hier hinten arbeiten, beziehungsweise mit der Zeile etc. Und so können wir uns dann, glaube ich, die Kanten leichter extrahieren. Das heißt, das machen wir jetzt, das machen wir für jedes einzelne Teil und dann bauen wir uns ein Dictionary aus den Teil-IDs. Also das ist quasi unsere ID und in unserem Dictionary haben wir das dann quasi als Referenz. So, das heißt, wir sagen hier Tiles ist gleich das Ding hier, also quasi ein neues Dictionary. Und jetzt gehen wir hier quasi durch vor Image in Tiles. Achso, halt, das sollte ich vielleicht lassen. Nennen wir es mal Input hier. Input Tiles for Image in Input Tiles, also quasi für jede, achso, halt, stopp, das sind eigentlich die Zeilen, ne? For Line in Input Tiles, so rum. Nein, stimmt nicht, es sind schon die Images. Jetzt bauen wir uns die Lines zusammen. Lines ist gleich Image.split Backslash, also dass wir quasi jede einzelne Zeile haben als separates Ding und somit die Backslashes auch rausfiltern. Und so, jetzt machen wir mal was hier. Ich muss erstmal rausfinden, wie ich genau die ID auslesen kann. Das heißt, die ID sollte ja in Lines von 0, also die erste Zeile sein, und zwar das 1, 2, 3, 4, 5, das fünfte Zeichen bis Ende minus 1 sollte das eigentlich geben. Also Lines von 0 von
5 bis Ende -1 sollte eigentlich meine Teil-ID sein. Das ist 2141, das ist richtig. So, und kann ich das jetzt sogar in int konvertieren? In jedem Fall. Das müsste man hier erstmal testen oder ob da irgendwas Fieses bei rauskommt. Ja, hat wunderbar funktioniert. Jedes einzelne davon. Puh, perfekt. Wunderbar. Das ist super. Okay, das heißt, das ist unsere ID. Und jetzt sagen wir hier Tiles von ID ist gleich. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir die anderen Tiles da reinpacken. Lines von 1 bis Ende theoretisch, weil im Endeffekt haben wir dann hier alles in separate Zeilen aufgeteilt. Genau. So, und wenn wir das dann haben, dann müssen wir sie nur noch in Anführungsstrichen alignen. Was im Endeffekt bedeutet, wir brauchen auch irgendwie was, wo wir die Kanten reinspeichern. Das machen wir mal hier rein. Die Borders, ist es auf Englisch, Kanten reinspeichern. Ich glaube, ich würde das tatsächlich auch so machen in ein Dictionary, weil wir ja immer auf die ID referenzieren müssen. Das heißt, wir sagen hier ID und dann irgendeine Generate, nee, stopp, nicht Generate, Extract ist es eigentlich, Extract Borders. Und da packen wir natürlich auch die ID wieder rein. Und zwar for ID in Tiles. Dann machen wir das quasi für jede einzelne ID. Das müssen wir nachher noch schreiben. Das ist jetzt erstmal so meine Logik, dass ich das zu Ende denken kann. So, das heißt, wir brauchen hier erstmal die Borders. Also jetzt nehmen wir einfach mal an, wir haben die Borders fertig extrahiert, wobei wir das vielleicht vorher implementieren sollten, weil ich nicht weiß, ob es, ja, das fliegt uns wahrscheinlich sonst erstmal um die Ohren. Okay, also def extract borders von ID. Das kann natürlich auch auf die Tiles zugreifen, ist logisch. Eine Border. Wie sieht eine Border aus? Eine Border ist das hier. Wie bauen wir uns die Borders überhaupt? Tja, ich würde fast sagen, wir bauen uns das Ganze als Liste. Und zwar einmal als Liste oben. Also das ist quasi die obere Border. Dann haben wir die untere Border und dann haben wir die seitlichen Borders sozusagen. Also erstmal sagen wir oben, unten, links, rechts. Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn wir uns das so reinschreiben. Up, down, left, right. So, ich weiß, das ist ein bisschen Magic Value-artig, aber in dem Fall weiß ich ehrlich gesagt, doch, man könnte es natürlich mit einem Dictionary machen, aber, wobei, doch, stimmt, könnte man auch machen. Nee, machen wir aber nicht, ist mir jetzt klar. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr das wollt, ein Dictionary, was quasi mit den Keywords Up, Down, Left, Right funktioniert oder mit einem Enum oder sowas, könnt ihr gerne machen. Machen wir aber hier nicht. So, Borders ist gleich, okay. Kriegen wir das in einer Zeile hin? Das kriegen wir in einer Zeile hin. Erstmal ist natürlich Tiles von ID von 0 ist natürlich erstmal oben. Ja? Das ist oben. Dann, was habe ich als nächstes gesagt? Down ist dasselbe quasi, nur mit Tiles von -1. Dann haben wir die linke Seite. Die linke Seite, wie kriege ich die linke Seite? Wir nehmen im Endeffekt bei jeder Zeile das erste Zeichen. Also leer.join. Und zwar das linke Zeichen, also für jede Zeile das linkeste, das erste Zeichen, für jede Zeile for line in Tiles von ID. So, und das letzte ist quasi genau dasselbe, nur dass wir hier -1 haben. Okay, damit haben wir sozusagen unsere Borders. So, und jetzt muss ich nochmal was nachlesen. Oh, ich glaube, ich weiß, was uns in Part 2 blüht. Sekunde. Nee, Rotating. Oh mein Gott, wir müssen ja auch noch rotieren, ne? Rotated and flipped. Flippen dürfen wir sie auch noch. To a random orientation. Wir dürfen sie auch noch flippen und rearrangen. Also erst rotaten, dann flippen. Flippen bedeutet quasi um 180 Grad drehen. Das heißt, dass diese Seite hier auf der anderen Seite steht. Also dass wir quasi das ganze Teil rückwärts machen. Und drehen. Oh Gott. Und drehen bedeutet natürlich. Ach du Scheiße. Okay. Oh, Leute.
Nee, dann können wir das so nicht. Aber doch, wir können. Was ist, wenn wir Borders einfach zurückgeben und noch 4 weitere hinten dranhängen, wenn wir es geflippt haben? Also ich meine, wir dürfen ja in beide Richtungen flippen. Wir dürfen auch oben nach unten flippen, also das hier nach da flippen, sodass quasi oben... Oh, Alter, das wird ganz schön kompliziert. Okay, aber wenn wir es flippen, dann... Moment, dann dreht sich doch die Orientierung quasi um, oder nicht? Wenn ich das flippe, dreht sich die Orientierung um. Wenn ich das nach unten flippe, dreht sich nur die Reihenfolge um. Aber wenn ich von links nach rechts flippe... und wenn ich von oben nach unten flippe, dreht sich natürlich die Reihenfolge bei den beiden hier um. Das heißt, je nachdem, wie ich flippe, brauche ich immer das Gegenstück dazu. Und jetzt ein geiler Trick nochmal. Wenn man Doppelpunkt, Doppelpunkt, -1 macht, ja, Borders sollte ich schon fertig schreiben. Borders, eigentlich wollte ich Enter drücken. Wenn man Borders von Doppelpunkt, Doppelpunkt, achso, ja, das funktioniert gar nicht. Wisst ihr was, das mit dem B war gar keine schlechte Idee. For B in Borders. Das funktioniert folgendermaßen. Und zwar dann drehe ich nämlich jedes einzelne Teil hier quasi um. Das ist gar nicht mal so doof. Und wenn wir das jetzt return, dann sollten wir... So, jetzt lasst uns mal ganz kurz hier print Borders von... Was ist unser erstes Teil? Von 2141 ausgeben. So, also Border ist erstmal hier... und lasst uns noch mal ganz kurz das Teil ausgeben. Print Teil von 2141. Wunderbar. Okay, also erstmal, das ist unsere erste Zeile. Wunderbar. Dann haben wir hier als unsere letzte Zeile alles Hashtags bis auf das vorletzte. Das ist ein Punkt. Das ist das hier. Dann haben wir von oben nach unten, das muss ich jetzt hier lesen, Hashtag 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, das ist das. Dann haben wir hier die rechte Seite, Punkt, Hashtag, Punkt, Punkt und dann Hashtags, Punkt, Hashtag. Und dann das Ganze nochmal geswitcht, also von vorne nach hinten sozusagen. Also Punkt, 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 Hashtag, Punkt, 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 Hashtag, Punkt, Hashtag, genau. Und dann auch das hier wieder. Das ist die untere Seite quasi geflippt. Dann haben wir aber von oben nach unten noch geflippt, also die hier. Das wäre von unten nach oben und das wäre auch von unten nach oben. Und damit haben wir alle Kanten, die wir durch Flippen kriegen können. Weil durchs Rotieren ändern sich die Kanten. Oder? Ne, Moment. Durchs Rotieren kann ich ja einfach quasi, wenn ich das rotiere und dann flippe, dann habe ich... Ja, okay, also alle Kanten, die wir haben können. Ja, doch, mehr als diese 8 Kanten dürfte es eigentlich nicht geben. Okay. So, was machen wir jetzt mit den Kanten, ist die große Frage. Also ich meine, bisher war es jetzt nicht so kompliziert, es war nur schwierig, dass man an alle Kanten denkt. Aber was machen wir jetzt mit den Kanten? Jetzt müssen wir sie nämlich alignen. Dazu gehen wir hier mal, wobei das können wir eigentlich rausmachen hier erstmal. Okay, Alignment. Alignment. Alignment ist gleich. Jetzt ist die Frage... Haben wir immer nur eine Möglichkeit? Ne, wahrscheinlich nicht. Wenn wir so viele Teils haben, haben wir wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten und müssen dann auch noch die Möglichkeiten rauskürzen, die wir nicht mehr haben. Also fürs Alignment bauen wir uns erstmal hier sowas. Dann, for ID in... Gehen wir durch die Borders durch, würde ich sagen. Weil im Endeffekt haben wir hier auch ein Dictionary, was von den IDs abhängig ist. Also for ID in Borders. Und dann müssen... Ja, und dann müssen wir tatsächlich nochmal ID 2 in Borders, genau, in Borders durchgehen, damit wir die unmatchen können sozusagen. Dann sagen wir hier Alignment. Alignment von ID ist gleich
ID 2, aber nur wenn die beiden matchen sozusagen. If nee. Wie wäre es, wenn wir die Kanten zählen, die hier übereinstimmen? Wir zählen gar, oder wir schreiben uns gar nicht die IDs auf, wir zählen uns erstmal nur, wie viel, Moment, dazu brauchen wir eine neue Funktion. Und zwar def intersect, und zwar basierend auf, nicht auf 2 IDs, doch eigentlich auf 2 IDs, also ID 1 und ID 2. Und, achso, dann brauchen wir aber Borders oben drüber, ne? Ja, dann geben wir hier noch Borders rein. Borders. Genau, okay, und dann überprüfen wir einfach. Ja, wir bauen uns eine Liste, die wir zurückgeben. Und zwar geben wir hier ist eigentlich egal, was wir zurückgeben, ne? Wir geben einfach, wir berechnen sowieso nur die Länge drauf, aber sagen wir einfach mal, wir geben hier die Border zurück. Also sagen wir einfach mal B dazu. Für B in Borders von ID 1. For B2 in Borders von ID 2 if B gleich B2 oder sowas. Das sollte doch uns die Kanten zurückgeben, oder nicht? So, jetzt machen wir das hier mal ganz kurz an. Wir printen hier. Sollen wir da durch Borders durchgehen? Ja, doch, ich glaube schon. Wir printen hier erstmal Intersect von ID und ID 2 aus und Borders natürlich. Dann bin ich echt mal gespannt. Wobei, wisst ihr was, wir machen hier ein Tupel draus, damit ich das auch besser ausgeben kann. B2. Leer. Ui. Okay, das sind viele Leere. Ach so, ja, natürlich, das müssen ja viele Leere sein. Okay, also hier haben wir gleich mehrere Matches. Hier haben wir das als Match, das stimmt, das als Match, das stimmt, das haben wir auch als Match. Müssen hier natürlich noch rausfiltern, dass die beiden IDs nicht gleich sind, weil hier sieht es mir gerade danach aus, als hätten wir dieselbe ID miteinander gematcht. Aber das können wir auch unten drunter machen. Entschuldigung. If ID gleich ID 2 continue. So, dann überspringen wir den Teil einfach und dann geben wir uns das nochmal aus. Ja, hier haben wir einzelne Matches. Hier, seht ihr das? Das ist ein Match, das ist ein Match, das sind auch. Ja gut, logischerweise matcht dann auch das Umgedrehte damit. Das ist auch in Ordnung. Also wir dürfen die quasi hin und her matchen, wie wir wollen. So, jetzt müssen wir nur noch überlegen, wann müssen wir flippen und wann lassen wir es einfach so. Also erstmal müssen wir das Alignment fertig bauen. Wir haben gesagt, boah, was wollen wir denn machen? Wenn wir das wäre ein bisschen cheaten, aber das könnten wir machen. Wenn wir an der Kante sind, dann sind das vermutlich die einzigen die einzigen 4 Blöcke hier, die nur 2 gescherte haben. Weil alle anderen müssen mindestens 3 haben. Hier müssen wir 3 Shares haben, hier müssen wir einen Share haben, hier müssen wir einen Share haben und hier müssen wir auch einen Share haben. Diese Seite ist völlig egal. Das heißt, in meine Kanten packe ich genau das rein, was nur 2 Shares hat. Ich bin gespannt, wie viele das tatsächlich sind. Machen wir es erstmal so, okay? Wir machen das erstmal so und machen das tatsächlich nach der ID. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Ansonsten müssen wir halt nochmal ran. Und zwar
packen wir jetzt hier uns nur die Länge der Intersections rein. Also quasi, wie viele Intersections haben wir? Also das können wir eigentlich hier wieder rausmachen, weil die beiden sind ja identisch. Die Länge der Intersections von ID und ID2 und Borders natürlich. Und das packen wir in Amount Shares rein, abhängig von ID ist gleich das hier. So, und wenn wir jetzt hier einfach for ID in Quatsch, nicht Image, in Tiles print, nee, if Amount Shares von ID gleich 2 Print ID. So, jetzt will ich wissen, wie viele das sind. Hoffentlich sind das nur 4. Das wäre mega gut. 1, 2, 3, 4. Das sind unsere 4. Result, also das sind die wir in die Ecke packen müssen. Wir müssen sie aufmultiplizieren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das heißt Result mal gleich ID. Und dann am Ende sagen wir hier Print Result. Das wird uns in Teil 2 wahrscheinlich um die Ohren fliegen, aber das ist mir jetzt egal. Wir haben Teil 1 hingekriegt und, also sollte zumindest, weil das sind die einzigen, die hier irgendwie nur 2 Share... Verdammt nochmal. Habe ich richtig gerechnet? Ach komm schon. Mann. Haben wir richtig gerechnet? Ist irgendwas falsch gegangen? Result mal gleich... Kann doch nicht sein. ID. Wir haben nur die mit den 2 Shares. 1, 2, 3. Oder? Sind das nur 3? Nee, es sind 4. Es sind exakt 4. Es gibt keine andere Lösung mehr für diese... Oh, was ist das? Also ich weiß tatsächlich nicht, was wir sonst noch machen könnten hier. Weil, also... Ich könnte die jetzt nicht anders anordnen. Die müssten auf jeden Fall in die Ecke rein. Ich muss ja das Produkt aus allen 4 bauen. Das ist wirklich komisch. Ich habe ein bisschen Husten. Nicht wundern, wenn es heute ein bisschen geschnitten wird. Ich muss das rausschneiden, wenn ich das habe. Okay, also im Endeffekt kann ich an die Ecken sonst nichts machen. Es ist einfach nicht möglich. Das heißt, ich muss mich hier eigentlich... warte mal. Wenn ich die flippe, habe ich dann nicht automatisch 4. Nee, das dürfte nur ein Share... Moment, nee, es kann aber nicht nur ein Share sein. Weil wenn es nur ein Share ist, dann kann ich die nirgends hinpacken, die Tiles. Ich habe die Rotation... Doch, die Rotation ist auch dabei. Es ist alles dabei tatsächlich. Lass mich das hier nochmal anders formulieren. Das können wir schöner. Das können wir sowas machen wie, wir bauen uns erstmal unsere Cornerstones. Corners ist gleich so. Wir bauen uns die mit der ID für alle IDs in Images. Dann haben wir es mehr Pythonic hier geschrieben. Dann seht ihr auch, wie richtiges Python eigentlich aussieht. Weil ich schreibe ja manchmal nicht so richtiges Python. Ich schreibe immer noch so eine Art... Nicht so richtig Python halt. Nicht so mit den List Comprehensions und alles, was eigentlich schöner ist. If amount shares von ID gleich. Und es ist gleichzeitig noch ein bisschen lesbarer, finde ich. Also sowas hier. Wenn es zu groß wird, dann ist es nicht mehr richtig lesbar. Aber so ist es noch sehr, sehr gut lesbar. So, und das hier können wir tatsächlich theoretisch auch noch umschreiben, wenn wir das wollen. Könnten wir eigentlich mal machen, oder? Also wir wollen in dem Ding ID Doppelpunkt und dann... Ach, oh Gott, ich bin doof. Oder? Seht ihr, wenn man es umschreibt, dann kriegt man da teilweise noch ein paar Fehler raus. Wenn ich da nur die Länge eintrage, Sekunde mal, das muss ich jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Achso, ja, und hier unser Result ist natürlich, Result ist gleich das Product, sollte es nicht sowas geben? Product, hallo, Product, Import. Das sind Ether-Tools. Und warum ist das ein Ether-Tools, aber Sum nicht? Das ist seltsam. Das Product
über alle Corners, also über alle Corner-IDs. Und das sollte uns immer noch dasselbe Ergebnis geben. Oh, Key Error T. Was? T? ID? Oh, Image. Ich habe Image geschrieben. In meinem Kopf war ich irgendwie immer noch da oben. Da habe ich es irgendwo Image genannt, ne? Ja, hier, genau. Nee, das sind natürlich nicht mehr die Images, das sind ja schon die Tiles. Also nicht die Bilder von den ganzen Dingern, sondern die kompletten Tiles natürlich. Ether Tools. Object. Ups. Das sollte natürlich dann ein Int sein. Beziehungsweise wir könnten den Int direkt hier drum legen. Int von Product. Int? Int Argument must be a string. Okay, dann machen wir hier einen String draus und dann ein Int. Ups. Was? Seht ihr, das meine ich. Manchmal habe ich da einfach echt Probleme mit. Das sollte doch eigentlich hier uns die ganzen Corners ausgeben. Ganz normal, oder? Ach, warum muss das in Ether-Tools drin sein? Manchmal spinnt das ein bisschen. So, das sind meine ganz normalen Dinger hier. Und jetzt will ich das einfach aufmultiplizieren. Ach, Quatsch, natürlich. Ether Tools Product ist was völlig anderes. Verdammt. Gibt es sowas nicht von Python irgendwie, dass man da einfach Mul oder sowas? Multiply? Gibt es das echt nicht? Ist ja krank. Okay, dann nicht. Dann nehmen wir selbstverständlich hier Funktools. Und zwar haben die Reduce, das kennen wir sogar schon. Reduce haben wir ja schon benutzt. Hier funktools.reduce. Und dann sagen wir hier Lambda a, b wird abgebildet auf a mal b und wir reduzieren, was für eine Liste? Wir reduzieren Corners. So, das sollte jetzt eigentlich uns ein Integer ausgeben. Genau, so, das tut genau dasselbe. Es ist allerdings jetzt irgendwie nicht mehr so übersichtlich, oder? Egal. Es tut, was wir machen wollen. Das ist wirklich seltsam, dass es so eine Multiplikationsfunktion nicht gibt. Oder ich kenne sie nicht, schreibt mir sie gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr da irgendwie besser Bescheid wisst. So, aber wir waren gerade hier an der Intersection dran. Und ich will wissen, was mir die Intersection tatsächlich genau ausgibt. Ich will das jetzt tatsächlich mal genau wissen. Okay. Was? Two Positional Arguments? Was? Oh, ups. Ich wusste doch, dass da irgendwas nicht richtig stimmt. Eine leere Liste. Okay. Ups. X gleich das hier. Fx gleich leere Liste. Continue. Ah. Ja, das ist... Ah. Natürlich. Moment, aber... Das sind ja dann zwei Möglichkeiten für... Wenn ich jetzt hier die Länge ausgebe, sind das zwei Möglichkeiten. Aber... Ich muss natürlich ausrechnen, wie das ist, wenn ich das für alle benachbarten Objekte habe, nicht nur für eins. Das heißt, ja, natürlich, ich brauche das, oh mein Gott, ich brauche irgendwie die Amount Shares für eine ganze ID mit allen. Das heißt, ich muss da eine Liste draus bauen. Und zwar für alle, ach du Scheiße. Wisst ihr was? Wir schreiben das tatsächlich jetzt mal so um, wie wir es in Python machen würden. Weil das, wie gesagt, das bin ich gerade noch ein bisschen am Üben. Ich mache das tatsächlich meistens eher so, obwohl man es halt in echtem schönen Python würde man das anders schreiben. Also ID. Ja, ID ist unser Key erstmal. Und dann haben wir hier als Value wollen wir was haben? Wir wollen die Länge. Nein, Moment.
Das ist genau die Misconception, die wir hier gerade haben. Wir wollen nicht die Länge haben, wir wollen die Summe aller Längen für ID 2 haben. Also Summe über alle Längen. Alle Längen. Und alle Längen bedeutet hier, wir müssen eine Liste draus machen. Also die Summe über alle Längen. So. Und jetzt, was sind unsere Längen? Das ist doch Intersection ID, ID und ID 2. Intersection, oh Gott, natürlich nur einmal Länge. Dürfte klar sein. ID und ID 2. Halt, stopp, da rein muss das. Ach Quatsch, das lassen wir mal. So, for ID 2 in Borders. Aber nur, wenn die beiden IDs nicht gleich sind, also ID 2 ungleich ID. So, das wäre tatsächlich die richtige Schreibweise hier. Jetzt haben wir nämlich schon den Fehler gefunden. Und dann bauen wir uns daraus eine Liste, wo alle Längen drin sind, die auf dieser ID matchen, für jede andere ID, die möglich ist. Und das alles summieren wir auf. Und dann haben wir eigentlich eine ganz andere Share-Statistik. Jetzt sehen die Shares nämlich wahrscheinlich anders aus. Print Amount Shares. Key Error, verdammt. Key Error 2141, warum ist das ein Key Error? Vor allem in welcher Zeile ist das ein Key Error? ID for ID in Tiles. If Amount Shares gleich 2. Hä, was? Amount Shares ist halt hier gerade ein Dictionary. Habe ich da irgendwo ein Exit noch drin? Oh, ja. Ich sollte vielleicht noch das Ganze für alle IDs machen. For ID in Borders. Sehe ich das richtig? So. Jetzt haben wir hier 2141 hat 8 Matches, 3467 hat 6 Matches, etc., etc., etc. Okay, dann sollten wir jetzt hier kein Dings-Error mehr bekommen. Traceback haben wir trotzdem noch. Reduce of empty sequence of no initial value. Verdammt! Das heißt doch, dass unsere Corners leer sind. Aber das sollte nicht der Fall sein. Kein einziges hat 2. Mist! Das ist doof. Verdammt. Okay, dann müssen wir hier nochmal ganz kurz uns die, wo sind die Intersections? Hier die Intersections ausgeben. So, die ID. Ich glaube, das teilen wir auf in 2 Zeilen, dann kann ich das besser debuggen. Okay. Intersects ist eine leere Liste. Ja gut, das kann ja schon gelegentlich mal vorkommen. 2, ja, ne, okay. Das schauen wir uns mal an, was hier bei denen rauskommt. Hier, 2. 2. Das ist eigentlich nur einer. Weil das ist ja dasselbe, wenn es geflippt ist. Das heißt... Oh! Das bedeutet, die Anzahl unserer Intersections müsste halbiert sein, weil wir ja das Ganze noch gespiegelt drin haben. Schauen wir mal nach einer weiteren.
Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das hier unten sehen könnt. Das ist ein bisschen klein geraten. Aber, ach komm schon, finden wir jetzt eine Intersection, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Komm jetzt. Uff, herrje, was ist denn... Alter, kein Bock mehr auf die Scheiße. So, das ist mir jetzt zu doof. If len von intersect größer 0, return intersect. So. Ansonsten ist mir das auch egal. So, jetzt können wir nämlich hier schön debuggen. Okay, jetzt haben wir das hier. Das sollte eigentlich nur einer sein. Das hier ist genau dieselbe Intersection, nur gespiegelt wieder. Das auch wieder nur gespiegelt. Das heißt, die ganzen Intersections sind eigentlich nur halb so groß. Halb so groß. Sind das alles gerade Zahlen? Das sind alles nur gerade Zahlen. Das heißt, es ist genau das, was ich meine. Das ist wirklich so, ne? Okay. Das bedeutet, wir müssen hier die Summe, beziehungsweise die Länge, durch 2 teilen. Und dann kriegen wir wieder 4 raus. Perfekt, okay. Jetzt haben wir nämlich hier eine andere Anzahl. Hier sind es nämlich genau, das sind nämlich gar nicht mehr so viele, die dann möglich sind. Und wenn wir das jetzt aufmultiplizieren, dann sollten wir hier unser Result rausbekommen, was hoffentlich ein anderes ist. Das ist ein anderes als vorhin, Leute. Das ist ein anderes. Uff, okay, das ist schon mal sehr schön. Okay, das haben wir uns ercheatet, wobei es trotzdem echt schwer genug war. Ich bin da jetzt auch schon wieder über eine halbe Stunde dran. Hei. Und an der Stelle möchte ich mich bei euch verabschieden, denn es waren jetzt nochmal 2 Stunden hinterher, beziehungsweise 3 Stunden hinterher. Ich saß da jetzt 3,5 Stunden dran oder sowas und habe das auf 5 oder 6 verschiedene Arten versucht zu lösen. Ja, es waren, glaube ich, nur 3 oder 4. Trotzdem habe ich es irgendwie nicht hinbekommen und ja, ich habe jetzt tatsächlich auch noch einen Termin. Es ist auch schon jetzt fast 18 Uhr. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich heute später hochladen und ich habe einfach jetzt tatsächlich keine Zeit mehr, das zu machen. Es frisst einfach zu viel Zeit und ihr guckt es sowieso nicht mehr so richtig. Deswegen tut es mir leid, heute gibt es nur Part 1. Ich hoffe, das ist okay für euch und morgen schauen wir mal, wenn ihr mir, ja, ich werde mal nach den View-Zahlen gucken, weil wie gesagt, theoretisch brauche ich auch mal ein bisschen Pause, beziehungsweise habe auch noch halt mega viele andere Termine, das heißt, ich werde das gerade nicht weitermachen können. Und muss echt mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe. Aber ja, sorry dafür. Ihr könnt euch gerne noch den Teil meiner Lösung angucken. Wie gesagt, er funktioniert halt überhaupt nicht. Und wie gesagt, die 3 Stunden Videomaterial, die ich jetzt roh habe, die schmeiße ich jetzt einfach weg. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder vielleicht beim nächsten Mal Advent of Code, vielleicht auch wieder bei was anderem. Bis dann. Ciao.